Der besondere Anlass, heute Calvins zu gedenken, ist die Erinnerung an das Jahr 1559, in welchem seine in ihrer Urform 1536 in Basel verfasste Institutio Religionis Christianae in ihrer letzten, ausgereiften und für die Nachwelt maßgebenden Gestalt erschienen ist. Im gleichen Jahr 1559 hat auch Philipp Melanchthon seinen Loci Communes ihre letzte Gestalt gegeben. Das Werk, das für die Freunde und Gegner der evangelischen Erneuerung des 16. Jahrhunderts und über dieses hinaus Geschichte gemacht hat, waren doch nicht die Loci Melanchthons, sondern Calvins Institutio. Sie war schon in ihrer Anlage ein bemerkenswertes Gegenstück zu den Summen der großen Theologen des Mittelalters. Sie wollte aber im Unterschied zu diesen sein eine Gesamtdarstellung der christlichen Wahrheit in unmittelbarer und durchgehender Verantwortung gegenüber deren im Alten und Neuen Testament erkennbaren Quelle. Und sie wurde als solche die scharf profilierte und durchgedachte Rechenschaftsablage über den Inhalt der in der Reformation neu gewonnenen Erkenntnis, abgelegt von deren kompetentestem und konsequentestem Vertreter in der besonderen Situation ihrer Konsolidierung angesichts der sich schon gewaltig erhebenden Gegenreformation. Wer das Gebilde verstehen will, das man heute Protestantismus nennt, muss Calvins Institutio kennen und verstehen. Calvin war, anders als Luther, kein Genie. Dafür ein gewissenhafter Ausleger, ein strenger und gediegener Denker und zugleich ein unermüdlich um die Praxis des christlichen und kirchlichen Lebens in der Nähe und in der Ferne bemühter Theologe. Ihn in seiner Menschlichkeit und als Schriftsteller zu lieben, ist nicht eben leicht. Dafür kann man als sein Leser dankbar und respektvoll bei ihm in die Schule gehen. Er zwingt. Ein guter Lehrer, wie es in der Kirche nur wenige gegeben hat, den verständigen Leser, nicht die Resultate seines Studiums zu übernehmen, wohl aber sein Studium aufzunehmen, in seiner Spur neuen Resultaten entgegen fortzusetzen. Ein Calvinist kann nur ein Christ und Theologe sein, der in Calvins Institutio gelernt hat, der Wahrheit, um die es diesem ging, unter Gebrauch seiner eigenen Augen und Ohren nachzugehen. Ein Calvin-Jubiläum ist darum eine wunderliche Sache. Calvin selbst hat in seiner Institutio nur selten und zurückhaltend jubiliert und über sich selbst zu Ehren seiner Person und seines Werkes schon gar nicht. Ob er sich, wenn er wiederkäme, an den Reden, die man nun zur Darstellung seiner historischen Leistung und Bedeutung und so zu seinem Lob halten wird, freuen würde. Ob er, in sein Genf zurückkehrend, nicht vor allem die Beseitigung des großen Denkmals verfügen würde, das man ihm und seinen Mitarbeitern und Nachfolgern dort errichtet hat. Und ob er uns gefallen, ob er uns, wenn er jetzt plötzlich unter uns träte, nicht eher erschrecken und ärgern würde. Nun feiern wir ihn immerhin, aber feiern wir ihn damit, dass wir es ihm gestatten, uns als Leser seiner Institutio ernstlich zu nahe zu treten und in Zucht zu nehmen. Der wunderbar süße Kern, den er uns da in unangenehm harter Schale geboten hat, wird uns dann nicht entgehen, und zum angemessenen Jubilieren wird dann, aber nur dann begründeter Anlass vorhanden sein.